Wir alle kennen die wahrscheinlich beliebteste und bekannteste Szene bzw. den bekanntesten Catchphrase aus der Jurassic-Serie insgesamt. Falls du gerade nicht weißt, wovon ich rede, ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Relativ zu Beginn von Jurassic Park kommen Dr. Alan Grant, Ian Malcolm, Dr. Ellie Sattler und die gesamte Gruppe auf der Isla Nublar an. John Hammond führt sie daraufhin so ein bisschen im Park rum und sie gelangen an eine Lichtung. Alan Grant sieht plötzlich das allererste Mal einen echten Dinosaurier, beziehungsweise sieht die gesamte Gruppe das allererste Mal einen echten Dinosaurier. Alan Grant und die gesamte Gruppe sehen nun zum allerersten Mal einen echten Dinosaurier. Und auch wir als Zuschauer werden das allererste Mal Zeuge dieser brachialen und gigantischen Kreaturen. Grant, der logischerweise sein Fachwissen hier nicht unterdrücken kann, fragt daraufhin, wie schnell denn diese Tiere laufen können. John Hammond erwidert daraufhin, wir haben einen Spinosaurus mit 35 km/h gestoppt. Daraufhin bricht Alan Grant mehr oder weniger zusammen, weil er es gar nicht glauben kann, sie haben einen Spinosaurus, und dann kommt der bekannteste Catchphrase, Welcome to Jurassic Park. Moment, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, du hast vollkommen recht, wir haben in diesem Szenario die Dinosaurier ausgetauscht. Der Spinosaurus ist in diesem Was-wäre-wenn-Szenario die Hauptattraktion des Jurassic Park. Was wäre, wenn dieses Szenario wirklich so eingetroffen wäre? Was wäre, wenn wir nicht den Tyrannosaurus Rex, sondern den Spinosaurus im Jurassic Park gehabt hätten? Wie wäre das Ganze ausgegangen? Kleiner Spoiler, es wird ein bisschen heftiger, wir machen hier keine Gefangenen, und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Damit wir dieses Szenario jetzt auch wirklich angemessen bearbeiten können, spulen wir den Film noch mal ein bisschen weiter vor und tun einfach so, als wären alle anderen Szenarien exakt so abgelaufen. Wir befinden uns nun am Gehege des Spinosaurus und die Fahrzeuge bleiben eben hier stehen. Es ist mitten in der Nacht, es ist verregnet und Tim sieht dann auch im Becher plötzlich diese Schritte, die immer näher kommen. Die Ziege am Boden ist verschwunden und plötzlich taucht er auf, der brachiale Kopf des Spinosaurus, der gerade die Ziege verspeist. Genau wie im richtigen Film wird hier auch ein Teil von der Ziege auf das Auto geschleudert und Donald Gennaro rennt eben panisch auf die Toilette. Warum würde sich das Szenario jetzt hier so großartig anders abspielen? Naja, weil der Tyrannosaurus Rex eine ganz besondere Eigenschaft hatte, die den Protagonisten tatsächlich das Leben gerettet hat. Ich meine, ey, schauen wir uns mal diese Szene hier an. Oder auch diese Szene hier. Ich meine, ja, der Tyrannosaurus reagiert im Film nur auf Bewegung. Das wird ganz klar gesagt und es ist eben auch später gezeigt, dass der T-Rex Objekte oder eben auch Lebewesen nicht wirklich wahrnehmen kann oder sehr schwer wahrnehmen kann, wenn sie sich eben nicht bewegen. Dazu kam eben noch der strömende Regen, der dafür gesorgt hat, dass der Tyrannosaurus Rex die Menschen eben auch nicht riechen konnte, zumindest nicht richtig riechen konnte. Da haben wir jetzt schon einen ganz großen Punkt gemacht. Der Spinosaurus hat diesen Nachteil nämlich nicht. Noch dazu können wir aus Jurassic Park 3 entnehmen, ja, das Tier wäre definitiv wesentlich aggressiver als der Tyrannosaurus Rex gewesen. Ähnlich wie im Hauptfilm hätten wir auch gesehen, wie der Spinosaurus mit seinen langen Krallen die Gehege zerstört hätte. Kurz darauf wäre er mit furiosem Gestampfe und Geschreie über die Straße hinweggelaufen, hätte ähnlich wie der Tyrannosaurus Rex im Originalfilm erstmal die Autos mehr oder weniger inspiziert. Während der Tyrannosaurus Rex sich allerdings noch stark von verschiedenen Lichtern ablenken lässt und eher ruhig an die Sache rangeht, wäre der Spinosaurus wahrscheinlich sehr schnell in Rage geraten. Das heißt, dieser Moment hier, in dem Lex im Originalfilm dem T-Rex das Auto vor der Tür zumacht, oder war es Tim? Naja, auf jeden Fall schlagen sie dem T-Rex kurz vor der Nase die Tür zu und er schaut nochmal in das Auto rein und reagiert aber noch nicht, weil er eben keine Bewegung wahrnimmt. Das wäre beim Spinosaurus ein bisschen anders abgelaufen. Der hätte nämlich das Auto der beiden mit seinen Krallen gepackt und hätte es einmal komplett nach hinten geschleudert. Das heißt, hier hätten wir eine ähnliche Szene gehabt wie auch die in Jurassic Park 3, wo er ja das Flugzeug quasi wie ein Ball benutzt und mit dem Flugzeug mehr oder weniger spielt und ihn einmal quer durch den Dschungel rollt. Der Spino hätte also seine gewaltigen Pranken genommen und hätte das Auto einmal komplett über die Straße geschleudert. In diesem Szenario wäre das dennoch das Ende von Donald Gennaro gewesen. Der wäre in diesem Szenario nicht von einem Dino auf dem Klo gefressen worden, er wäre auf dem Klo von einem Auto erschlagen worden. Ja, das Auto von Lex und Tim schlägt durch die brachiale Kraft des Spinosaurus auf die Toilettenhütte und Gennaro stirbt kurz daraufhin. Was wir ebenfalls aus Jurassic Park 3 entnehmen können, ist, dass der Spinosaurus sehr hartnäckig ist, wenn es darum geht, seine Opfer zu jagen. Das heißt, auch in diesem Fall
wären Lex und Tim jetzt hier keineswegs in Sicherheit. Der Spinosaurus würde daraufhin auf das Auto zurennen, würde seine lange Schnauze durch die offene Scheibe hindurchstecken. Ja, er könnte die beiden Kinder daraufhin zwar nicht packen, da sein Maul nicht ganz aufgehen würde, aber er würde panisch reagieren und würde das gesamte Auto emporheben, ähnlich wie es der T-Rex im Buch Jurassic Park gemacht hat, und nun würden die beiden komplett in der Luft hängen. Panisch wirbelt der Spinosaurus nun das Auto hin und her und er merkt, dass er sich mit seiner Schnauze in den offenen Fenstern verkeilt hat. Deswegen schlägt er es immer wieder auf den Boden unten auf und versucht, das Auto aufzubrechen wie eine Walnuss. Es gelingt ihm dann letztendlich auch und die Kinder versuchen, unter den Trümmern dieses Autos hinweg zu krabbeln. Alan Grant und Ian Malcolm konnten gar nicht so schnell reagieren. Der Schock ist immer noch viel zu groß. Die beiden drücken nun auf die Hupe des Autos und versuchen, den Spinosaurus von den Kindern wegzulocken. Die Schreie von Lex und Tim ertönen jedoch auch in der Nacht und es gibt eine Geräuschkulisse, gemischt aus dem Geschrei des Spinosaurus, der sich nun aber dennoch umdreht und Dr. Alan Grant und Ian Malcolm ins Visier nimmt, da die beiden nämlich nicht nur die Hupen, sondern auch die Lichter des Autos und eben die Fackeln benutzen, die wir dann eben auch in Jurassic Park sehen. Der riesige Unterschied hierbei ist einfach nur, dass Dr. Alan Grant ganz genau bewusst ist, dass der Spinosaurus nicht blind ist, mehr oder weniger blind ist, wenn er sich eben nicht bewegt. Er nimmt also die Fackel und schreit zu Ian Malcolm, renn in den Dschungel. Die beiden rennen also los, der Spinosaurus ist den beiden auf den Fersen. Die Kinder sind erstmal in Sicherheit, das heißt, wir ersparen uns hier den Weg, den Abgrund runter. Die beiden Kinder sind eben hart traumatisiert und eben auch verletzt durch das Aufschlagen des Autos. Der Spinosaurus rennt nun Dr. Alan Grant und Ian Malcolm in den dichten Dschungel hinterher und die beiden werfen ihre Fackeln in die Ecke und versuchen sich irgendwo im Dickicht zu verstecken. Denn auch wenn der Spinosaurus auf stillstehende Objekte oder eben Menschen oder Lebewesen generell reagiert, ist er in der Nacht doch auf das Licht fokussiert, denn das fällt natürlich sehr stark auf. Der Spinosaurus wird also durch das Licht der Fackeln abgelenkt und Ian Malcolm und Dr. Alan Grant schaffen es gerade noch so, sich zu verstecken und dann nach und nach dem Spinosaurus davon zu schleichen. Auch Lex und Tim können der Kreatur entkommen, indem sie eben den anderen Weg wählen und durch den Tunnel zurückrennen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine andere Konstellation als in den Jurassic Park Filmen. Wir haben auf der einen Seite Dr. Alan Grant und Ian Malcolm, die sich ihren eigenen Weg durch den Dschungel, durch den Jurassic Park durchschlagen müssen. Auf der anderen Seite haben wir Lex und Tim. Kurzer Spoiler, die beiden sind fürs erste Mal safe. Die werden dann erst wieder in dieser Geschichte eine Rolle spielen, wenn sie dann auch im Besucherzentrum angekommen sind, wie eben auch im Film, und dann da quasi sich in Sicherheit wiegen, bis dann die Velociraptoren kommen. Alan Grant und Ian Malcolm jedoch müssen mit dem penetranten Spinosaurus klarkommen, der immer noch aggressiv und zielgerichtet den beiden hinterherjagt. Während diesem Katz-und-Maus-Spiel richtet der Spinosaurus wesentlich mehr Schaden an als der T-Rex. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch gesehen in Jurassic Park 3, dass der Spinosaurus scheinbar mühelos durch das Gehege hindurch schmettern kann. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wo ich das Ganze mal ein bisschen analysiert habe. Das habe ich dir mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Ähnlich wäre es aber auch in diesem Fall. Ich meine, sämtliche Gehege sind nun ausgeschaltet. Der Spinosaurus hätte nun also einen kompletten Freilauf durch den gesamten Park. Malcolm und Grant müssen sich nun auch über den Elektrozaun hindrüber wursteln, um eben auf der anderen Seite herunterzukommen, damit sie dem Spinosaurus entfliehen können. Erinnert euch nochmal zurück an Jurassic Park, als hier Lex, Tim und Alan Grant über den Zaun drüber klettern wollen und sie hören plötzlich das Geschrei des Tyrannosaurus Rex. Der ist also ganz nah und auch in diesem Szenario ist der Spinosaurus ganz in der Nähe, jedoch immer noch penetranter. Wie gesagt, wir kennen ihn aus Jurassic Park 3, der jagt seine Opfer bis zum letzten. Der Spinosaurus wäre den beiden also noch ganz dicht auf den Fersen und gerade während Dr. Alan Grant und Ian Malcolm es über den Elektrozaun drüber schaffen, kommt der Spinosaurus um die Ecke und stürmt durch das Gehege durch. Beim Hindurchrennen packt er Ian Malcolm und das ist das Ende des so beliebten Chaos-Theoretikers. Ich habe euch ja gesagt, hier werden keine halben Sachen gemacht. Das ist einfach ein Szenario, wo ich sage, ey, hier wäre es jetzt wirklich sehr schwer gewesen, dass da beide lebend rauskommen. Und auch Grant scheint nun wirklich am Ende seiner Kraft zu sein. Er hat keine Kraft mehr aufzustehen, er kann nicht mehr wirklich rennen. Er liegt nur noch am Boden und ist bereit, sein Ende hinzunehmen. Doch dann auf einmal ertönen Schüsse. Robert Muldoon taucht auf einem Vehikel auf und beschießt den Spinosaurus mit Betäubungspfeilen. Warum gerade Robert Muldoon? Naja, Robert Muldoon war im Originalfilm Jurassic Park sehr begeistert von den Velociraptoren, eben aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer Aggressivität, gerade eben von der vom Riesenbiest. Wir könnten also davon ausgehen, dass Robert Muldoon auch ein Auge auf den Spinosaurus geworfen hätte, da der sich ähnlich aggressiv verhält, wie eben auch
die Velociraptoren daher auch eine gewisse Grundintelligenz mitbringt. Muldoon wäre deswegen gefasst darauf gewesen und hätte den Spinosaurus mit Betäubungspfeilen beschossen, die ihm nicht wirklich viel ausgemacht hätten. Dennoch wäre das Tier fürs Erste verschwunden. Grant wäre auf dem Fahrzeug von Robert Muldoon gelandet und die beiden hätten entkommen können. Der gesamte Plan, den Strom im Park wieder anzustellen, wäre nun also von Dr. Ellie Sattler ausgegangen. Und sie wäre in Begleitung gewesen von niemand Geringerem als John Hammond, der sie natürlich nicht alleine gehen lassen wollte. Er wollte sogar ihren Platz im Originalfilm übernehmen und hat ja gesagt, nee, sie gehen nicht, weil sie eine Frau sind. Und da gibt es ja diesen kurzen Sexismusspruch. Und in diesem Szenario wäre Robert Muldoon also nicht an ihrer Seite gewesen. Das heißt, es gibt niemand anderen als John Hammond, der Ellie auf dem Weg in den Strombunker begleitet hätte, also in den Bunker, wo sie eben den Strom wieder anschalten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das hätte John Hammond natürlich auch nicht überleben können. Auf dem Weg dahin wäre er den Velociraptoren zum Opfer gefallen. Ellie hätte es daraufhin in den Bunker geschafft. Das Szenario wäre nun ähnlich abgelaufen und auch da wäre sie wieder auf einen Velociraptor getroffen. Sie wäre aus dem Bunker herausgekommen. Diesmal wäre aber nicht Grant ihr entgegengekommen, um sie zu retten. Diesmal wäre es Robert Muldoon gewesen, der Dr. Alan Grant kurz vorher in Sicherheit gebracht hat. Und zwar befinden sich jetzt Grant und die beiden Kinder, Tim und Lex, im Besucherzentrum. Ellie und Muldoon folgen den beiden daraufhin und dann haben wir auch dieselbe Szene mit den Velociraptoren und eben den Kindern und Grant ist diesmal mit dabei. Was sehr viel spannender wäre, denn Grant ist nun ja sehr schwer verletzt und die Kinder müssen ihn quasi durch die Küche hindurchbringen. Und auch hier haben wir wieder ein ganz spannendes Katz-und-Maus-Spiel, ähnlich wie auch in den Filmen. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorspulen, aber jetzt ist das Szenario doch sehr ähnlich. Wir bekommen dann natürlich irgendwann auch dann das große Zusammentreffen zwischen Robert Muldoon, Ellie Sattler, Alan Grant und Lex und Tim, die dann letztendlich auch mit dem Angriff der Velociraptoren endet, die in der Mitte des Besucherzentrums auftauchen. Im Hauptfilm wäre es der T-Rex gewesen, der die Gruppe hier vor den Velociraptoren gerettet hätte. In diesem Film jedoch wäre das Ganze ein bisschen chaotischer gewesen. Der T-Rex hat sich ja mehr oder weniger leise angeschlichen. Der Spinosaurus wäre mit vollem Karacho durch das Besucherzentrum hindurchgeschlagen und wäre auf die Velociraptoren losgegangen. Die hätten auch den Spinosaurus angegriffen und dann hätten wir einen Kampf gehabt. Die Raptoren hätten diesen Kampf natürlich auch schwer gewinnen können. Deswegen gehen wir auch hier davon aus, dass die Velociraptoren dem Spinosaurus unterlegen wären. Die Chance ausnutzend wäre unsere Gruppe nun aus dem Besucherzentrum herausgerannt. Sie wären in einen Helikopter gestiegen und hätten die Insel verlassen. Das Szenario könnte man jetzt hier noch abändern, indem man sagt, der Spinosaurus wäre denen auf jeden Fall hinterhergerannt, weil er eben so zielsuchend ist und hätte einfach alle gefressen, dann wären sie alle tot gewesen. Ich dachte mir, komm, wir machen hier einfach ein alternatives Ende, immer noch ein Happy End, aber in diesem Ende hat es zwei andere Figuren erwischt. Robert Muldoon ist nicht gestorben, stattdessen haben wir John Hammond verloren und wir haben Ian Malcolm auf dem Weg in die Freiheit oder in die Sicherheit verloren. Wenn wir das ganze Szenario jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, wäre es logischerweise auch nicht Rexy, die in Jurassic World ihren erneuten Auftritt hatte. Nee, es wäre tatsächlich der Spinosaurus gewesen, der nun auch in Jurassic World Teil des Parks gewesen wäre. Was wäre allerdings passiert, wenn der Spinosaurus wirklich in Jurassic World gelebt hätte? Wie wäre dann der Endkampf ausgegangen in Dominus Rex gegen Spinosaurus? Das ist eine gute Frage, bist du der Meinung? Lass mich das auf jeden Fall wissen, dass dir dieses Format Was wäre wenn gefällt, indem du dem Video ein Like da lässt. Teile es am besten auch noch so oft wie du kannst. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich habe ja schon mal ein Video zu diesem Was wäre wenn Szenario gemacht. Was wäre, wenn Dr. Alan Grant in Jurassic World gearbeitet hätte? Das Video habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken. Jetzt bin ich auf deine Meinung zu diesem Szenario hier gespannt. Habe ich irgendwas übersehen oder bist du der Meinung, Job, wenn der Spinosaurus Teil von Jurassic Park gewesen wäre, wäre das Ganze ein bisschen heftiger ausgegangen, weil der Spinosaurus eben einfach in der Welt von Jurassic ein wesentlich krasserer Saurier ist, zumindest ein aggressiverer Saurier ist, als der Tyrannosaurus Rex. Zumal er eben auch diese Schwäche nicht hat, von wegen, ich sehe dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt, ob euch das Format hier gefällt, denn ich habe noch ein paar in petto, die ich euch gerne präsentieren wollen würde. Allerdings muss ich dann auch merken, dass das Ganze wirklich gut bei euch ankommt. Ich bin sehr gespannt und würde daraufhin sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.